Moin Moin und herzlich willkommen zum 10. Miniatur-Wunderland Lockdown-Update mitten in der Osterzeit. Wir hoffen, ihr habt bis jetzt schon schöne Ostern gehabt und genießt die Zeit so richtig schön. Wir haben eine unfassbare Woche hinter uns. Vielleicht die aufregendste der letzten 2-3 Jahre. Wir haben nämlich den unglaublichsten Weltrekord aller Zeiten aufgestellt. Für uns ist es zumindest so. Für uns fühlt sich das so an. Wir sind unglaublich stolz. Und da geht es gar nicht um den Weltrekord. Da geht es um das, was wir hier gemacht haben. Für diejenigen, die letzte Woche nicht zugeschaut haben. Wir wollten eine Lok durchs ganze Wunderland fahren, die Gläser anschlägt mit Bömmeln und daraus ein wunderbares Klassik-Medley spielt. Das sind unfassbare Probleme gewesen, die wir lösen mussten. Wir haben ein Riesenteam am Ende aufgestellt. Wir haben hier mehrere tausend Stunden dran gesessen, viele Corona-Tests machen lassen, damit das auch sicher ist und haben am Ende ein Wahnsinnsvideo geschaffen. Das läuft morgen am Ostermontag um 9 Uhr und wenn ihr uns irgendwie helfen könntet, geht dieses Video vielleicht durch die ganze Welt. Denn die Welt ist inzwischen böse da draußen. Facebook, YouTube und Co. entscheiden ja für euch mit dem Algorithmus, was ihr zu sehen bekommt. Und leider gilt das Wunderland da auch noch als Firma, obwohl wir uns emotional ja eigentlich gar nicht so fühlen. Bedeutet das, als Firma wünschen sich diese Institutionen, dass wir Werbung schalten. Das ist auch völlig okay, aber das könnten wir uns in einem Lockdown mit keinen Besuchern überhaupt gar nicht leisten. Also hoffen wir, dass wir durch eine kleine Hilfe von euch dieses Video so besonders für den Algorithmus dargestellt bekommen, dass der es für uns durch die ganze Welt schickt. Und da sind ein paar Dinge ganz wichtig. Und ich weiß, das ist völlig verpönt, wenn man sowas sozusagen bettelt, aber es ist für uns ein Traum, weil dieses Video zeigt gar nicht mal lange, 6 bis 8 Minuten sind es nur geworden, das gesamte Wunderland, die gesamte Schönheit des Wunderlandes, gepaart mit diesem unglaublichen Weltrekord. Wir sind uns also ziemlich sicher, ihr könnt das wirklich genießen. Und wenn es euch gefällt, dann guckt es ganz durch. Das merkt der Algorithmus, wenn man ein Video ganz durchtut. Dann haben wir in dieses Video morgen 3 Fragen eingebaut. Beantwortet die mal in den Kommentaren. Diese Interaktion ist ganz wichtig. Liked es natürlich und bestenfalls verteilt es, also shared es mit euren Freunden. Wenn das alles gute Zahlen ergibt, dann denkt dieser Algorithmus, das ist das beste Video aller Zeiten. Und dann geht das so richtig schön steil und diese Message geht um die Welt, was uns in dieser schwierigen aktuellen Zeit ehrlich gesagt richtig gut tun könnte. So, jetzt zeigen wir euch eine ganze Menge Bilder, wie wir es aufgebaut haben. Das Video am Ende verraten wir natürlich noch nicht, das gibt es morgen früh. In diesem Lockdown-Update bekommt ihr aber auch noch einen Einblick in unsere Sanierungsarbeiten in Corona. Und ansonsten war es das. Und jetzt genießt diesen Aufbau und dann morgen früh hoffen wir, dass ihr um 9 Uhr alle uns helft, dieses Video steil zu kicken. Ja, das sind 220 Meter Gleis gewesen, die wir verlegen mussten, damit es einmal durchs ganze Wunderland geht. Aber das war nur eine von den ganzen vielen Aufgaben, die wir hatten. Wir standen vor 6 Wochen hier und wir sind Thomas und ich. Thomas ist für mich so einer der wichtigsten Buddies, mit denen ich mich ganz kreativ so in solche Themen reindenke. Wir standen vor 6 Wochen hier und dachten, wir stimmen mal ein paar Gläser und testen das mal aus. Und schon da haben wir gemerkt, was für wahnsinnig viele Probleme auf uns zukommen. Und 3 Probleme haben wir euch mal für heute ausgesucht, die wir euch etwas näher beschreiben wollen. Als wir hier vor 6 Wochen standen, war das erste, was wir gemacht haben, wir haben von diesem Glas 6 Gläser aus einem Karton genommen, hingestellt und haben gesehen, wir haben ein Problem. Warum? Ja, tatsächlich dachten wir, gleiches Glas, gleicher Ton, bisschen Wasser, so viel ist ein D, dann ist hier ein Cis oder so und dann können wir wirklich massenhaft Gläser stemmen. Und klingen sie gleich? Ja. Nein. Und nicht nur die Höhe ist unterschiedlich, sondern auch, du hörst immer viele Töne gleichzeitig, in verschiedenen Intervallen übereinander und jeder nimmt die anders wahr. Deswegen, wenn du ein Glas gestimmt hast, hast du gesagt, die sind perfekt. Und ich meinte, nee, das sind ganz andere Töne. Ja, und deshalb jeder Mensch hat ein anderes Gehör. Und das mussten wir erst mal lernen. Warum sind diese Gläser unterschiedlich? Sie sind neu gekauft, sie müssten doch gleich klingen. Nee, jedes Glas ist anders hergestellt, hat eine andere Form, vielleicht sind geblasen. Das heißt, man weiß nicht hundertprozentig, ob die Wandstärke gleich ist, an welchem Ort es hergestellt wurde. Das sind so viele Faktoren, die jedes Glas zu einem Unikat machen. Und jetzt stimme mal mehrere tausend Unikate zu einem Ton. Das war fast unmöglich. Es zog sich wie ein roter Faden durch diese Geschichte. Ein Problem war gelöst, 2 neue wurden gefunden. Ich weiß noch, ich bin einmal abends nach Hause gefahren und dachte, es ist alles gecancelt, weil wir ein banales Problem nicht gelöst bekommen haben. Wir als Menschen, wir nehmen so ein Klöppel in die Hand
Und mit richtig Kraft können wir so ein Glas doll anschlagen und dann klingt es so richtig schön nach dem Ton. Ein Zug hat diese Kraft aber nicht. Der fährt mit einer bestimmten Geschwindigkeit vorbei und stößt einmal gegen das Glas. Auch wenn wir noch so schnell fahren, es kommt kein richtig lauter Ton heraus. Und wir haben keine Lösung gefunden. Ich bin nach Hause gefahren, ich war völlig frustriert. Am nächsten Morgen kam ich hier irgendwann zum Test wieder hin und habe gefragt, wie machen wir dieses Problem? Und da sagt Thomas ganz locker, ach, das haben wir doch schon gelöst. Ich war restlos begeistert und wusste gar nicht, was ist passiert. Ihr habt es gelöst und zwar genial. Ja, wir brauchten einfach mehr Kraft beim Anschlag. Und woher Kraft nehmen? Eine Feder nehmen. Die Konstruktion ist einfach so gemacht, dass wir 2 Klöppel haben. Der erste, den hört man nicht, der ist mit Stoff bezogen und der spannt beim Vorbeifahren am Glas den Magneten oder die Feder und dann kann der zweite mit der ganzen Kraft aufs Glas fahren. Ich fahre jetzt extra langsam an dem Glas vorbei und hört mal selbst. Ein klarer Ton und das war die Lösung. Ja, damit war der Klöppel gelöst, aber viele andere Probleme noch nicht. Aber wir haben immer kleine Erfindungen gemacht. Es war zum Beispiel das Problem, wie kriegen wir genau den Abstand hin, damit dieser Klöppel auch genau richtig trifft. Da haben wir uns einfach solche Lehren gebaut, da konnte man die draufstellen und genau anzeichnen, wo das Glas hin muss. Oder die Treppe, der Zug wurde immer schneller, das haben wir auch schnell gelöst. Oder zum Beispiel, wenn man unter durchgegangen ist, haben wir andauernd irgendwie mal mit dem Rücken die Gläser umgestoßen. Also haben wir sie alle festgeklebt. Das war on the fly, immer ganz tolle Lösungen. Nur eine Geschichte, da sind wir verzweifelt dran. Das ist dieses Glas und wie machen wir das mit der Verdunstung? Und das war ein Weg, das war irre. Das war eine Katastrophe. Ja. Das ist so schnell verdunstetes Wasser. Nach einer halben Stunde hattest du einen anderen Ton. Und wir hätten nie geschafft, an einem Tag alle Gläser stemmen und filmen. Wir mussten irgendeinen Weg finden, wie wir Verdunstung stoppen. Und haben echt mit allem experimentiert. Mit Styroporkügelchen, mit Frischhaltefolien oben Ausgeschnitten oben drauf, das war so eine witzige Idee. Ja, was aber wirklich super funktioniert hat, sogar noch besser als Deckel, und es wäre ein Riesenaufwand gewesen, tausende Deckel zu bauen, war Öl. Das Problem war, das Öl, was wir verwendet haben, war normales Rapsöl. Das dämpft derartig, dass du keinen Klang mehr hast. Ja. Bis ein Fan des Wunderlandes Steven uns auf die Idee mit diesem Öl gebracht hat, so leichtem Maschinenöl, was den Klang erhält, aber die Verdunstung völlig verhindert. Ja, wir konnten es gar nicht glauben. Also Thomas hat da eine Excel-Liste erstellt mit den verschiedenen Arten, die wir uns überlegt haben. Und das war vernachlässigbar. Wir konnten 7 Tage lang stimmen und mussten nur minimale Korrekturen machen, weil dieses Öl es wirklich absolut gestoppt hat. So, das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein mit den Gläsern. Wir haben euch bewusst übrigens noch keine richtigen Töne gezeigt, weil ihr sollt richtig schön gespannt sein auf morgen. Wir haben aber noch ein anderes Thema letzte Woche fertig gekriegt. Der Knopfdrücker in Kiruna ist repariert worden und das hat Stefan ganz toll hingekriegt, aber schaut mal selbst. Wir sind ja immer noch im Lockdown und haben dadurch sozusagen einen kleinen zeitlichen Vorsprung. Und den werde ich heute auch wieder nutzen und ich werde mich heute mal um das Kiruna-Bergwerk kümmern. Weil beim Kiruna-Bergwerk ist unten drunter eine Mechanik, die man so als Gast gar nicht sehen kann. Und die macht ab und zu ein bisschen Zicken. Und ja, sie fängt an mit der Zeit rumzuschlackern, komische Sachen zu machen, Krümel zu verlieren. Und ja, jetzt habe ich die Zeit dafür. Das heißt, ich werde das Ding einfach mal komplett rausnehmen, einmal überarbeiten, Kette neu machen und dann sehen, dass das Ding fit ist, wenn wir endlich wieder aufmachen. Ja, die Kette werde ich gleich erstmal ins Ultraschallbad packen, weil die hat so viel Schmand angesetzt und das ist das, warum die Kette auch ganz gern dann runterrutscht, weil irgendwann bilden sich so richtig dicke Gummiknödel von dem Abrieb und dann springt die Kette runter und das passiert, was jetzt passiert ist, also ab damit ins Ultraschallbad.
die Kette muss natürlich auch jetzt wieder irgendwie gefettet werden. Ich kann in diesem Fall kein Fett, kein Öl oder irgendwas in der Richtung nehmen, weil das wird einfach eine dicke Schmiererei geben, zusammen mit dem Gummiabrieb. Haben wir einmal probiert, hat nicht funktioniert, mache ich auch nicht nochmal. Was aber super funktioniert, ist in dem Fall Teflonspray. Deswegen kommt da jetzt ein bisschen Teflonspray drauf und im Anschluss ist es gut geschmiert und hält mindestens, ich denke mal, für ein Jahr lang durch. Man sieht jetzt schon deutlichen Erfolg. Die Kette fördert wieder. Das heißt, die Becher kommen jetzt wieder gefüllt nach oben, kippen die Ladung oben in den Trichter und damit kann das nach oben gefördert werden. Das sieht gut aus. Klappe zu, aber doof. Ich würde sagen, diese Wartung hat sich wirklich gelohnt. Die Becher waren sowas von vollgeschmattert. Eigentlich ein Wunder, dass es überhaupt noch so lange durchgehalten hat. Aber jetzt ist es fit für die Zukunft, entfettet, entschmiert und entschnuddelt und ja, jetzt sollte es wieder laufen. Und schon wieder ein Thema von unserer Lockdown-Liste erledigt. Inzwischen ist fast nichts mehr drauf. Wird also wirklich Zeit, dass wir langsam mal öffnen können. Bis dahin werden wir uns sicherlich noch unsere ein oder andere Aufgabe selbst suchen, was wir im Wunderland noch verschönern können. Jetzt heißt es erstmal Rest Ostern genießen. Wir hoffen, dass das Wetter bei euch in der Gegend schön ist und ihr draußen sein könnt. Was immer ihr auch tut, bleibt gesund und munter und fiebert mit uns bitte zusammen, dass das Video morgen um 9 Uhr um die Welt geht. Alles Gute!